So, hallo. Hallo. Okay. Tennessee Whiskey, geschrieben von Dean Dillon und Linda Hargrove, wurde zu einem der beliebtesten Whisky-Songs durch Chris Stapleton, der unter anderem diesen Song auch mit Justin Timberlake performt hat. Hier in der wunderbaren Kitchen Session Akustikgitarrenversion von Chris Clafford. Nicht nur Intro, Strophe und Refrain, sondern auch mit einem kleinen, aber feinen Soloteil. Die Kitchen Session, das ist so ein Clafford-Ding anscheinend, da singt er bestens bekannte Songs und begleitet sich dabei sehr gekonnt und auf eigene Art und Weise mit seiner Gitarre. Also ich habe es nicht alles gesehen, ja, vielleicht spielt er da auch mal Klavier oder Trompete, keine Ahnung. Kannst du mal selbst schauen. Aber seine Version von Tennessee Whiskey, die ist schon ziemlich cool. Lohnt sich das mal zu testen. Die etwas bekannte Chris Stapleton Version, die ist schon etwas anders, ja, ist mehr so ein Bandding. Ein ziemlich cooles Gitarrensolo, wäre vielleicht mal was für ein E-Gitarre-Video. Liken und kommentieren natürlich nicht vergessen, am besten jetzt gleich, bevor es wieder vergessen wird und ich dann wieder da sitze wie ein begossener Pudel. Los geht's. Tennessee Whiskey in der Clafford-Version steht in der Tonart G-Dur und er benutzt einen Capo im dritten Bund und das mache ich jetzt auch. Akkorde gibt es genau 3, nämlich G-Dur, A-Moll und C-Dur. Zu dem, was ich gleich vormache, blende ich in vielen Fällen die Tabs ein, also da, wo es nötig ist, blende ich die Tabs ein. Wer diese Tabs als PDF braucht oder will, der hat auf meiner Unterstützerseite bei Tipeee die Möglichkeit dazu, da dran zu kommen. Ich verlinke dir das hier oben und in der Videobeschreibung. Um in das Lied überhaupt reinzukommen, möchte ich dir zuerst einen Grundanschlag ans Herz legen, den du dir richtig drauf schaffen solltest und vielleicht auch mal das Lied mit diesem Grundanschlag begleiten solltest, bevor du dann in die Clafford-Version da reingehst. Tennessee Whiskey steht im 6/8-Takt und wird geschaffelt. Und hier mal der Grundanschlag am Beispiel G-Dur. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6 und so dann vielleicht einfach mal eine Strophe oder wie ich es jetzt hier vormache, ein Refrain spielen mit G-Dur 2 Takte, A-Moll 2 Takte, C-Dur 2 Takte und G-Dur 2 Takte. Wenn das alles problemlos klappt, dann bist du natürlich bereit für die Clafford-Version. Los geht's mit dem Intro. Das Intro beginnt mit einem Auftakt auf die Zählzeit 4 mit G-Dur, einem Aufschlag. Auf die Zählzeit 5 dann Zeigefinger auf die B-Seite im ersten Bund und Mittelfinger auf die D-Seite im zweiten Bund. Und auf die Zählzeit 6 die 2 wieder weg. Der erste Takt immer noch G-Dur. Auf die Zählzeit 4 ein abgedämpfter Schlag. Und auf die Zählzeit 6, 16. Triol mit einem Hammering, wieder B- und D-Seite mit erstem und zweitem Bund. Takt 2, immer noch G-Dur, wieder abgedämpft auf die Zählzeit 4 und auf die Zählzeit 5 und 5 und 2 Ghost Notes Schläge. Dabei dämpfst du am einfachsten die Saiten mit deinen Fingern ab. Ich nehme hier Mittel- und Ringfinger. Auf die Zählzeit 6 dann 4. Bund der tiefen E-Seite, Übergang auf A-Moll.
Jetzt 4 Takte A-Moll, immer gleich gespielt, folgendermaßen. Auf die Zählzeit 6 jeweils die tiefe E-Saite als Wechselbasston, außer im 4. Takt A-Moll, da den 5. Bund der tiefen E-Saite leicht nach unten ziehen, ein Smearbend. Bevor es dann wieder zurückgeht, 7. und 8. Takt auf G-Dur, im 7. Takt dabei wieder ein Hammering mit B- und D-Saite, sowie ein abgedämpfter Schlag auf die Zählzeit 4 und im 8. Takt dann auf die Zählzeit 4, ab der Zählzeit 4, ein Übergang in die Strophe. Das Intro einmal komplett und langsam. Die letzten beiden Takte G-Dur, die ich eben gespielt habe, die kommen nach jeder Strophe und nach jedem Refrain genauso vor. Auch die Strophe beginnt mit G-Dur, 2 Takte. Abgedämpfte Schläge auf die 4 und Ghost Notes, du kennst es alles schon aus dem Intro. Ist ja öfter mal ein bisschen anders, ja, aber ich möchte jetzt auch nicht jeden Schlag erläutern. Schau genau hin, du kommst zurecht. Danach 4 Takte A-Moll. Genauso wie im Intro, nur dass hier auch Ghost Notes gespielt werden. Die bekomme ich hier, indem ich das A-Moll leicht anhebe, also die Saiten nicht mehr drücke, sondern nur noch berühre. Und auch eben nur diese Saiten anschlage. Und wie erwähnt, Takt 7 und 8 der Strophe, genau wie im Intro. Diese 8 Takte einmal komplett. Das wird dann einmal wiederholt und fertig ist die Strophe und weiter geht's in den Refrain.
Im Refrain wieder 2 Takte G-Dur. Dann 2 Takte A-Moll, diesmal ohne Ghost Notes. Dann 2 Takte C-Dur mit Ghost Notes. Von A-Moll auf C-Dur, kleiner Übergang mit dem Mittelfinger auf den zweiten Bund der A-Seite auf die Zählzeit 6. Und Refrain, Takt 7 und 8, wieder G-Dur und genau das hier. Diese 8 Takte einmal komplett. Die nächsten 8 Takte des Refrains, die gleiche Akkordfolge, also 2 Takte G, 2 Takte A-Moll, 2 Takte C, 2 Takte G, nur ein bisschen anders gespielt. Außer Intro, Strophe und Refrain, habe ich ja gesagt, gibt es einen kleinen Solo-Teil, den ich dir jetzt zeige. Der Solo-Teil hat 8 Takte. Die Akkordfolge ist wie im Refrain, also 2 Takte G-Dur, 2 Takte A-Moll, 2 Takte C-Dur und 2 Takte G-Dur. Unterschied sind hier die ziemlich schicken Hammering-Triolen. Im ersten G-Dur hämmerst du bei den Zählzeiten 4 und 5 mit dem Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Seite. Im zweiten Takt nur noch die Zählzeit 4. Genauso auch bei A-Moll in den nächsten beiden Takten. Ebenso auch bei C-Dur. Und die letzten beiden Takte wieder die übliche G-Dur-Geschichte, diesmal aber eine kleine Variation. Die bringt er tatsächlich auch ab der zweiten Strophe öfter mal. Also der Solo-Teil, der kommt ja erst nach dem zweiten Refrain. Und ich glaube, ab dem zweiten Refrain oder ab der zweiten Strophe spielt er öfter auch mal diesen Übergang G-Dur, den ich jetzt vormache. Hier gibt es im zweiten Takt auf die Zählzeit 1 ein Pull-Off. Ne? Der zweite Finger D-Seite und der erste Finger B-Seite abziehen.
so viel von mir zu Tennessee Whiskey. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.